Das wohl beste Antidepressivum hat eine dunkle Seite. Es schlägt aber bei fast jedem an. Warum du aber dennoch aufpassen musst, wenn du es bekommst, dazu jetzt. Du hast aufdringliche Zwangsgedanken. Du hast allgemein eine Stimmung, wo du denkst, oh mein Gott, bei mir geht gar nichts mehr. Im allerschlimmsten Fall hast du sogar schon Depressionen oder Panikattacken. Da kann dieses Medikament wirklich alles richtig machen. Stell dir einmal vor, du nimmst es und nach einer Woche schläfst du bereits wie ein Baby. Bereits nach einem Monat hast du das Gefühl, dass du unterm Tag Bäume rausreißen kannst. Und nein, es ist kein SSRI. Der Vorteil: keine sexuelle Dysfunktion, keine Gewichtszunahme und nicht die typischen Nebenwirkungen der gängigen Antidepressiva aus der Wirkstoffklasse der SSRI. Und weißt du, warum dieses Medikament so toll ist? Weil es ganz anders wie die normalen SSRI das Melatonin aktiviert und den Serotoninspiegel senkt. Dieses Zusammenspiel hat etwas ganz Tolles zur Folge, nämlich dadurch wird Dopamin und Noradrenalin im präfrontalen Kortex erhöht und es entsteht eine antidepressive und angstlösende Gefühlslage in deinem Körper. Ist das also eine Heilung? Nach Absetzen des Medikaments kommen die Symptome in voller Wucht bei fast allen wieder zurück. Das liegt daran, dass die allermeisten, wenn sie dieses Medikament nehmen, nicht lernen. Sie lernen nicht sie machen keine neuen Erfahrungen. Du bekommst aber mit diesem Medikament die stärkste Krücke dafür, um neue Erfahrungen zu sammeln. Also warum solltest du es in dieser Zeit auch nicht tun? Und jetzt doch mal Real Talk. Wer kann denn wirklich unterscheiden, wenn du ein Medikament aus der Klasse der Antidepressiva absetzt, ob das wirklich ein Rückfall ist oder ob das Absetzsymptome sind? Im Endeffekt niemand. Denn es gibt keinen Bluttest, es gibt nichts dafür. Das heißt, selbst dein Psychiater oder dein Psychologe kann dir nicht genau sagen, ist es ein Rückfall oder sind es Absetzsymptome. Anders bei diesem Medikament. Es haben Studien ergeben, dass es so gut wie nie oder wenn dann nur milde Symptome beim Absetzen gibt. Es wurde eine Studie angelegt von 8000 Probanden, die dieses Medikament in der Einschleichphase eingenommen haben. Der Vorteil gegenüber SSRI war wirklich phänomenal. Fast niemand hat die Behandlung abgebrochen, da die Nebenwirkungen sehr, sehr milde sind. Wenn, dann kam es kurz zu ein bisschen Schwindel, leichte Übelkeit und man hat ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Aber das hat, wie gesagt, danach abgeklungen und deswegen war der Erfolg wirklich hier, ich muss nochmal betonen, phänomenal. Das Medikament hat sogar einen Preis im Jahre 2010 bekommen. Es wurde ausgezeichnet als das innovativste Produkt der Neurologen und Psychiater. Es handelt sich um Valdoxan, Wirkstoff Acumelatin. Im Jahre 2012 kam leider ein Skandal heraus. Die Firma Servier musste in der Packungsbeilage hineinschreiben, dass schwerwiegende Leberschäden möglich sind. Da herausgefunden wurde, dass immer mehr Menschen, die Acumelatin genommen haben, sehr hohe Leberwerte bekommen haben. Leider kann ich hier auch nichts verschönigen und sagen, dass es auch Menschen gab, die so eine hohe Leberschädigung hatten, dass eine Lebertransplantation erforderlich war. Es wurde dann beschlossen, dass Acumelatin nicht mehr verschrieben werden darf bei Menschen mit dreifach erhöhten normalen Leberwerten. Das heißt, das Medikament ist lebertoxisch. Leider musste ich die Erfahrung sammeln in meiner persönlichen Expertise, dass Ärzte viel zu wenig auf diesen Umstand hinweisen. Deswegen wäre es vernünftig, wenn du dieses Medikament bekommst, dir vorher ein Blutbild deiner eigenen Leberwerte checken zu lassen, um mögliche Komplikationen zu minimieren. Außerdem schlägt die S3-Leitlinie vor, die Einnahme nach 3, 6 und 12, aber auch 24 Wochen vor deine eigenen Leberwerte nochmal checken zu lassen, dass sich da vielleicht eventuell schon was verändert haben könnte. Alles in allem ist das Medikament wirklich phänomenal, wenn da diese Problematik mit der Leber nicht wäre. Aber hey, ich will es noch einmal für dich betonen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du dich nicht nur auf Medikamente stürzt. Du solltest immer wieder an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Du solltest an der Akzeptanz arbeiten und vor allen Dingen neue Erfahrungen machen und mit der Angst in Kontakt zu kommen. Wenn es darum geht, dass du Probleme hast, in den Antrieb zu kommen, Probleme hast, neue Bekanntschaften wieder zu bekommen oder wieder ins Leben wieder hineinzutauchen. Hol dir Hilfe, hol dir professionelle Hilfe, mach ein Coaching oder mach eine Psychotherapie, wie auch immer. Aber lass dir eins gesagt sein, Medikamente alleine sind es nicht. Wenn du jetzt meinst, du bist skeptisch bei Acumelatin und bist lieber so auf der Linie der gängigen SSRI, dann schau dir doch einmal das Video über das Escitalopram von mir an. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan, Namaste.